Hallo und willkommen zu einer neuen Tour am Gardasee. Fahrt doch mit uns von Arco über Torbole, einem Stopp in Malcesine, dann entlang des Ufers bis nach Garda. Dort biegen wir in Richtung Monte Baldo ab und besuchen die Felsenkirche in Spiazzi. Weiter geht's eine Zeit lang auf der engen Höhenstraße des Monte Baldo und schließlich runter nach Mori. Zurück in Arco lassen wir den Tag in unserem Lieblingsrestaurant ausklingen. Wir starten bei schönem Wetter an unserem Urlaubsdomizil in Arco. Vor uns liegt der markante Monte Brione bei Torbole. Der Berg ist 376 Meter hoch und geologisch gesehen der jüngste Berg des Trentino. Torbole ist der Urlaubsort für Segler und Surfer. Die regelmäßig einsetzenden Nord- und Südwinde sorgen für die richtigen Bedingungen. Der querige Ort hat aber auch stille Plätze und Funde aus der reichen Geschichte anzubieten. Die schöne Uferpromenade mit kleinem Hafen ist ebenfalls ein Highlight. Motorradparkplätze sind reichlich vorhanden. Von Torbole fahren wir in südlicher Richtung auf der Gardesana Orientale am Ostufer entlang bis Malcesine. Die Straße wurde 1926 fertiggestellt. Sonnenanbeter finden am Ostufer viele und auch größere Strandabschnitte. Malcesine mit der Skadiger Burg kommt in Sichtweite. Wir lassen es uns nicht nehmen, dem mittelalterlichen Städtchen einen kurzen Besuch abzustatten. Der bekannte Ort zieht zu jeder Jahreszeit eine Menge Touristen an. Die Burg geht auf das Jahr 568 zurück und wurde um 1300 von den Skaligern zur heutigen Größe ausgebaut. Der historische Ortskern mit seinen vielen engen Gassen ist ebenfalls eine Besichtigung wert. Restaurants am kleinen, malerischen Hafen laden zum Verweilen ein. Eines der letzten hölzernen Segelboote, die zweimastige Signora Veronica von 1926, hat hier ihren Heimathafen. Nach einem letzten Blick auf den romantischen Ort schwingen wir uns wieder auf das Motorrad. Auf der alten Ortsdurchfahrt gelangen wir zurück auf die Gardesana Orientale. Auf der Gardesana herrscht oft viel Verkehr, denn es ist die einzige Straße, die komplett um den See führt. Ausweichrouten für die Gardesana sind gleichzeitig riesige Umwege. Cassone ist hauptsächlich bei italienischen Wochenendtouristen beliebt. Der Gardasee ist der größte See Italiens, 52 Kilometer lang und im Schnitt 17 Kilometer breit.
Porto ist ein idyllischer Ort und bietet Sehenswürdigkeiten, die aus dem 12. Jahrhundert stammen. Von seinem Hafen fahren noch heute Fischer auf den Gardasee hinaus. Es ist einfach schön, der Uferstraße zu folgen. Oftmals werden heutzutage schöne und alte Villen als Hotels genutzt. In Castelletto findet man die Chiesa di San Carlo Borromeo, eine Klosterkirche. Castelletto ist ein mittelalterliches Dorf mit engen, gepflasterten Gassen. Ein malerischer Hafen, kleine dreistöckige Häuser und versteckte Innenhöfe prägen das Bild. Pai liegt inmitten von Olivenhainen und besteht aus 2 Ortsteilen. Im befestigten Oberdorf lebten Bauern und im Unterdorf am See die Fischer. Torri del Benaco liegt am berühmten Weinbaugebiet Bardolino. Der Ort hat eine Historie der Kriege und bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Scaliaburg aus dem 18. Jahrhundert ist das bekannteste Bauwerk. Vor Garda gibt's mal wieder einen Stau. Den haben wir hinter uns gelassen und befinden uns östlich von Garda auf der SB8 Richtung Caprino Veronese. Wein, Oliven und Obstanbau prägen diese Landschaft im Hinterland Gardas. Am Fuße des Monte Baldo liegt Caprino Veronese, eine Gemeinde mit über 8000 Einwohnern. Die Gemeinde ist das Verwaltungszentrum der Monte Baldo-Region. Vorbei geht's am malerischen Dörfchen Pazzon. Spiazzi mit einer Lage wie im Bilderbuch ist ein weiteres Highlight dieser Tour. Dazu gehört natürlich die Besichtigung der Wallfahrtskirche Madonna della Corona. Erst suchen wir nach einem Parkplatz, dann schicken wir die Drohne auf Erkundungstour. Der Blick ins Etschtal, das 600 Meter tiefer liegt, ist von hier aus atemberaubend. Irgendwo an der weißen Felswand muss die Kirche zu finden sein.
wurde an einer senkrecht abfallenden Felswand in schwindelerregender Höhe erbaut. Wie ein Schwalbennest hängt die Wallfahrtskirche an dem Felsen. Zur Besichtigung muss man einen steilen, aber gut ausgebauten Fußweg nehmen. Viele Menschen erhoffen sich Seelenheil an diesem spirituellen Ort. Ab dem 12. Jahrhundert lebten Mönche in der Eremitage. Wir werfen natürlich einen Blick in das prächtig ausgestattete Innere. Der Bau des Komplexes wäre noch heute eine technische Herausforderung. Wir setzen unsere Tour fort und wundern uns nicht über die zahlreichen Besucher, denn der Wallfahrtsort ist ja wirklich spektakulär. Auf der SB8 geht's weiter nach Ferrara di Montebaldo, wo der Höhenweg erst richtig beginnt. Die schmucke Gemeinde liegt bereits 856 Meter hoch. Auf einer Abkürzung der SP8, kurz hinter Ferrara, kann man sich mit sehr steilen und engen Kurven vergnügen. Die Wolken hängen verdammt tief. Hoffentlich fahren wir nicht in den Nebel. Wir haben das Gefühl, uns beeilen zu müssen.
Hier an der Grenze Trentino-Veneto sind wir auf einer Höhe von knapp 1500 Metern. Hinter jeder Kurve kann ein Fahrzeug auftauchen, also vorsichtig fahren. Jetzt bewegen wir uns auf ca. 1600 Meter Höhe. Einfach eine fantastische Landschaft. Einen Sessellift für Skifahrer erwartet man am Gardasee eigentlich nicht. Ich habe überlegt, ob ich diese Szene im Video lasse, aber sie demonstriert ganz gut, wie eng es plötzlich werden kann. Die LKW dienen in erster Linie der Versorgung der Refugi, wie in Italien die Berghütten genannt werden. Mut zur Lücke. Hoffentlich bleibt er auf seiner Spur. Hier halten wir an. Es ist während dieser Tour die einzige Möglichkeit, den Gardasee von oben zu sehen. Nebel zieht auf, jetzt aber schnell weg.
Nun geht's wieder runter ins Tal. Die Nordzufahrt bietet dabei tolle Ausblicke und unzählige Kurven. Zwei passen da nicht gleichzeitig durch. Dieser Abschnitt liegt auf ungefähr 1400 Meter Höhe. San Valentino liegt inmitten eines Naturparks. Diese Strecke ist ein wirkliches Paradies für Motorradfahrer. Motorräder mit Beiwagen sieht man leider immer seltener. Brentonico, eine Gemeinde mit 4000 Einwohnern, liegt malerisch eingebettet zwischen Etsch und Gardasee. Hier könnte man stundenlang ohne Pause rauf und runter fahren. Wieder im Tal angelangt, fahren wir durch Mori, einer Kleinstadt mit 9000 Einwohnern. Mori ist die Heimat vieler Qualitätsweine, wie zum Beispiel Merlot und Marzemino. Weiter geht's Richtung Lago Torbole. Unser Ausgangsort Arco kommt schon wieder näher. Jetzt stellen wir noch das Motorrad ab, ziehen uns um und gehen zu Fuß in die Altstadt. In unserem Lieblingsrestaurant werden noch manche Traditionsgerichte angeboten.
Nach dem Essen verbringen wir den weiteren Abend in der liebenswerten Altstadt. Falls es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.